Hallo bei Bikereifen 24. Heute haben wir uns mal was ganz Besonderes überlegt. Da der Conti Attack SM Evo auf den Supermotos einer der beliebtesten Reifen überhaupt ist, haben wir uns überlegt, okay, es muss doch auch Alternativen geben. Vielleicht auch noch eine kleine Stufe sportlicher. Und da kommt von uns, aus unserer Sicht von Continental, der Race Attack 2 in Frage, welcher ein waschechter Rennstreckenreifen ist, den man aber völlig legal auch auf der Straße fahren kann. Je nach Wunsch oder Setting kann man den Racertec 2 in Medium oder Soft am Hinterrad kaufen in der 160er Variante. Und am Vorderrad kommt auch noch der Racertec 2 Street in Frage. Wir haben uns für eine Kombination aus Racertec 2 Medium am Hinterrad und Racertec 2 Street am Vorderrad entschieden. Ganz einfach aus dem Grund, da die Street-Variante von Continental als harte Reifenmischung angegeben wird und auch mehr für die Straße optimiert wurde. Bedeutet, man hat hier nicht so das große Problem, den auf Temperatur zu bekommen, beziehungsweise er ist eher geeignet, ohne Reifenwärmer gefahren zu werden. Generell ist es halt so, dass der Racertec 2 in Soft und Medium laut Continental in einem Temperaturbereich von 60 bis 95 Grad am besten funktioniert und sich vor allem für Renntrainings und Renneinsätze anbietet. Der Racertec 2 Street hingegen funktioniert schon bei 20 bis 85 Grad bestens und eignet sich somit eher für Renntrainings und Fahrtrainings. Da wir am Vorderrad quasi keine Risiken eingehen wollen, dass man den immer so hoch auf Temperatur halten muss, was auf der Straße tatsächlich auch einfach fast unmöglich ist, haben wir uns hier für den Street entschieden, damit er einfach eine bessere Wärmeperformance bietet und auch schon bei kühleren Temperaturen und gemäßigterem Fahrstil besser funktioniert. Am Hinterrad sehen wir das Ganze dann nicht so problematisch, da sich hier ja ein Gripverlust auch besser ankündigt und auch besser gegengesteuert werden kann. Außerdem ist es ja oftmals auch so, dass man, wenn man viel Leistung abruft, auch mehr Temperatur ins Hinterrad reinbekommt. Im Hinblick auf Reifenwärmeanwendung wird für den Race Tech 2 Street, also für die harte Variante, der Reifenwärmer optional empfohlen. Der Racertec 2 am Hinterrad in Soft oder Medium sollte fast zwingend mit Reifenwärmern gefahren werden, kann aber laut Continental auch ohne genutzt werden. Wichtig ist es halt, dann auch die Luftdrücke zu beachten. Die Luftdruckdaten findet ihr dann unten in der Beschreibung des Videos. Die Anwendungsgebiete für Racertec 2 Soft Medium und Racertec 2 Street sieht Continental beim Hinterrad Soft Medium für 90% Racing. Der Racertec 2 Street hingegen ist für 50% Straße und 50% Rennstrecke ausgelegt. Daher passt der eigentlich am Vorderrad tatsächlich ziemlich gut. Schauen wir uns mal das Profil an, die Profilierung der Reifen. Im Prinzip haben beide Reifen schon von Haus aus einen ziemlich hohen Slick-Anteil, sage ich mal, mit wenig profilierten Flächen. Gerade hier der Sportattack sieht man hier, die gesamte Flanke hat eigentlich gar kein Profil, was halt deutlich mehr Grip liefert. Wenn man es jetzt direkt mit dem Conti Racertec 2 Street vergleicht, würde ich jetzt persönlich sagen, der Slick-Anteil ist ziemlich ähnlich. Ich würde aber auch nicht behaupten, dass er höher wäre. Wenn man jetzt die zwei Reifen mal im Hinblick auf die Form gegenüberstellt,
habe ich persönlich jetzt hier den Eindruck, dass der Racertec 2 Street ein bisschen spitzer ist, also mehr abgerundet und somit wahrscheinlich deutlich agiler sein dürfte. So, jetzt schauen wir uns noch die zwei Hinterräder im direkten Vergleich an. Hier ist uns halt direkt aufgefallen, dass die Mischung rein vom Gefühl her beim Racertec 2 Medium deutlich softer ist als beim Conti Attack SM. Auch hier muss man sagen, der Profilanteil, also der Slickanteil am Reifen, unterscheidet sich nicht wirklich groß, würde ich sagen, ist so ziemlich identisch. Die Form hingegen ist hier beim Racertec 2 jedoch deutlich spitzer, vielleicht sieht man es auch hier direkt im Video. Bedeutet, sollte also viel mehr Agilität ins Fahrgefühl reinbringen. Was uns auf den ersten Blick besonders überrascht hat, ist die Tatsache, dass der Racertec 2 extrem viel Aufmaß hinten hat. Ne? Hier hat er über 6 mm Profil, zwischen 5,5 und über 6. Das ist deutlich mehr wie beim Attack SM Evo. Wir vermuten aber, dass er aufgrund der soften Mischung sich dafür aber auch deutlich schneller abnutzen wird. Das wird man dann aber in unserem ausführlichen Test- und Fahrbericht sehen. Wer also eine noch etwas sportlichere Variante des Attack SM Evo sucht, der könnte mit dem Racertec 2 wirklich gut bedient sein. Ist natürlich alles Straßen zugelassen und so hat man hier wirklich die Option, einen Rennstreckenreifen auf der Straße zu fahren. Unser ausführlicher Testbericht wird dann zeigen, wie lange die Reifen durchhalten, wie sie performen und ob sie dem Attack SM Evo tatsächlich überlegen sind. Der Test folgt in den nächsten Wochen.